Ich bin der Meinung, dass man gerade aus den Hürden der Vergangenheit eine Menge lernen kann. Und vielleicht könnt ihr etwas aus meinen Erfahrungen mitnehmen. Während der Pubertät hatte ich für einige Zeit starke Hautprobleme. Dementsprechend waren Pickel, Blutungen im Gesicht und Entzündungen an der Tagesordnung. Eines Tages wurde ich für Ersatzstunden in eine höhere Klassenstufe gesetzt. Als ich reinkam, bekam ich Folgendes zu hören. Alter, du siehst ja voll aus wie Freddy Krüger. Ja Mann, eklig, Freddy. Fortan bezeichneten mich die Leute aus der höheren Klassenstufe immer als Freddy. Und egal wo ich hinging, es war ja Dorfleben, wenn ich auf diese Leute als Gruppe traf, dann bekam ich immer Folgendes zu hören. Freddy, ey, Freddy! Zusätzlich war ich immer ein etwas kleinerer junger Mann, was es schwerer machte, sich auch gegen die späteren körperlichen Übergriffe zu wehren. Auch sozialen Rückhalt hat es bei mir nicht wirklich gegeben, denn ich bin in einer Alkoholikerfamilie aufgewachsen, was gerade gescheite zwischenmenschliche Kommunikation ab bestimmten Uhrzeiten völlig unmöglich machte. Gleichzeitig waren wir hoch verschuldet, was Geld zum Streitthema Nummer 1 machte und ich deswegen meine Ersparnisse von klein auf ständig abdrücken musste. Natürlich sollte man mit niemandem über die häuslichen Verhältnisse reden, denn was in einer Familie passiere, ginge angeblich niemanden etwas an. Dieses Ausgangsszenario hinterließ natürlich auch Spuren bei mir. Ich bin zum Beispiel wegen Diebstahl mal fast von der Schule geflogen, weil ich 50 € aus der Schulkasse geklaut habe. Ich erzählte ständig irgendwelche Lügen, um zumindest irgendwie mal soziale Anerkennung zu bekommen. Ich informierte mich immer wieder über Schönheitsoperationen, weil ich sehr große Zweifel über mein eigenes Aussehen hatte. Social Media befeuerte diese kognitive Dissonanz nur noch mehr, weil ich ständig unterbewusst mein eigenes Leben mit dem toll inszenierten Leben anderer verglich. Ich verbrachte immer mehr Zeit zu Hause, fing an, verschiedene Situationen durchzuschauspielern und dabei viel mit mir selbst zu reden. Letztlich verbrachte ich einen Großteil meiner Jugend in meinen 4 Wänden und gammelte vorm PC. Ich beobachtete das Leben, anstatt daran teilzunehmen. Ich war vereinsamt, verwirrt, zweifelnd und traurig. Mit 17 Jahren stand ich mir selbst gegenüber und war mit meinen ganzen Vorstellungen von Männlichkeit konfrontiert. Als Mann muss man sich wehren, denn als Mann ist man groß und kräftig. Er hält sein Geist in Ehren, so wird er gebildet und mächtig. Ein Mann hat Familie und Firma zugleich. Er ist berühmt und beliebt und hat vieles erreicht. Man ist der Felsen der Brandung und führt jede Schlacht zum Sieg. Man ist die Ruhe für andere und doch treibende Kraft für sie. Und da stand der junge Marshall nun, vom Ideal weit entfernt, mit der großen Frage konfrontiert, schlägt in mir kein Mannesherz. Ich musste etwas ändern. Ich wollte nicht irgendwann auf dem Sterbebett liegen und mir selbst rechtfertigen müssen, warum ich nicht wenigstens mal den Versuch unternommen habe, etwas aus meinem Leben zu machen. Doch wie fängt man mit der eigenen Veränderung an? Bei mir begann es mit dem Erhalt meines Führerscheins und meinem 18. Geburtstag. Denn nun war ich mobiler und konnte Schritt für Schritt meinen sozialen, dörflichen Käfig verlassen. Ich meldete mich beim Theater an, um eine bessere Körperwahrnehmung zu entwickeln. Ich ging arbeiten, um finanziell unabhängig zu werden. Ich ging studieren, um beruflich aufzusteigen. Ich fing mit YouTube an, um mich selbst künstlerisch auszudrücken. Und so weiter und so weiter. Natürlich war auch all das nicht des Rätsels ultimative Lösung, denn in all dem hatte ich auch meine Höhen und Tiefen. Doch genau darum ging es, eben diese Höhen und Tiefen zu durchleben und daraus lernen zu können. Als Jugendlicher wirkte alles 10-mal dramatischer für mich. Ich war mit allem unzufrieden und habe mich selbst schon ein bisschen aufgegeben. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, wie unbedeutend dieser kurze Abschnitt zum Rest meines Lebens sein wird. Wie viele Möglichkeiten auf mich warteten und es von meiner Bereitschaft abhängt, diese zu ergreifen. Ich würde sagen, am Ende war nur eines wichtig. Zu lernen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und die eigenen Talente und Fähigkeiten nicht verkümmern zu lassen. Und je beschissener eure Startbedingungen dabei sind, desto mehr Respekt habt ihr doch eigentlich verdient. Euer Marshall.